Gemeinsam erschaffen wir ein neues Wir. Wir haben euer Feedback gehört. Viele von euch wünschen sich, Teil der Events von Christina zu sein. Aber nicht jeder kann es sich leisten. Wir möchten, dass jeder und jede mit auch noch so kleinem Einkommen Christina in Zukunft live erleben darf. Und zwar vollkommen kostenlos. Wie das möglich wird? Ganz einfach. Du gehörst zu denen, die das möglich machen. Wir als Kollektiv erschaffen es. Mit deinem kleinen Beitrag von nur 5 Euro im Monat erhältst du in Zukunft also nicht nur wie gewohnt Christinas Botschaften in ihrem Newsletter, du erhältst auch 100% kostenlosen Zugang zu allen Offline-Events und Online-Teilnahmen. Denn dieses Wir ermöglicht es zukünftig allen, dabei zu sein, wann immer sie möchten. Wir betreten damit Neuland und setzen ein einzigartiges Zeichen. Wir erschaffen gemeinsam eine absolute Win-Win-Situation mit einem minimalen Einsatz deinerseits. Doch wo uns diese Reise hinführt? Das liegt ganz allein an euch. Bist du dabei? Dann melde dich doch ganz einfach mit dem Link in der Videobeschreibung an. Mir kommt jetzt gerade so die Frage entgegen, wahrscheinlich von den Zuschauern hier im Raum oder auch zu Hause. Was können wir denn jetzt tun? Was ist das Wirkungsvollste, was ich tun kann? Ich bin nicht der Typ, der zu Demos geht. Was kann ich denn tun? Ich will irgendwas tun. Was ist denn das, was ich jetzt beitragen kann, was wirklich dem mehr Schub gibt, was dieses Feld stärkt? Was kann ich tun? Also wir können uns untereinander vernetzen und halt auch gemeinsam schauen, was jeder tun kann, auch für was Neues. Es gibt ja schon viele solcher Gruppen. Und was jeder Einzelne dann physisch tut, das muss auch jeder selber schauen. Weil jeder ist in einer anderen Situation und hat auch eine andere Aufgabe. Und das andere ist halt einfach in unserem Bewusstsein, dass man bewusster wird, dass man mehr aufwacht, dass man wieder mehr mit seiner inneren Führung in Kontakt ist. Weil dann befreien wir ja auch unser Bewusstsein mehr aus diesen Manipulationen. Also man kann sagen, das Allerwichtigste, was wir jetzt zu tun haben, was eigentlich unsere Pflicht ist, sich um uns selbst und unser Inneres zu kümmern. Tun wir natürlich alle auch, indem wir Christina zuhören und in ihrer Energie sind. Und es gibt wunderbare Menschen, die uns helfen, immer mehr in unser Bewusstsein zu kommen. Und ich glaube, das ist der größte Beitrag, den wir leisten können. Und du hast vorhin gesagt, zur Liebe gehört auch manchmal ein Nein. Und ich möchte nochmal betonen, für mich ist es total gut, immer mal wieder zu sagen, hey, nee, ohne mich könnt ihr so planen, aber nein. Und diesen Mut zu haben, das erstens mal sich selbst einzugestehen oder vielleicht auch mal in seinem Umfeld anfangen, darüber zu sprechen. Aber natürlich dort, wo es sich lohnt, weil wie Christina schon so schön gesagt hat vorhin, es ist zwecklos, jemanden überzeugen zu wollen. Man muss ein Gespür entwickeln, wo die Türchen schon ein bisschen offen sind und wo man sich einfach selber blaue Flecken holt, weil die Tür so zu ist, dass es nichts bringt, oder? Mhm. Hier noch eine Frage, warum sind wir überhaupt vom Licht getrennt? Sind wir das überhaupt? Also frage ich es. Also ich denke, die meisten Menschen sind, da ist schon das Tagesbewusstsein auch sehr von der Seele getrennt und vom Herz. Dann ist es ja auch vom Licht getrennt.
Mhm. Und darum ist ja überhaupt diese Welt so seltsam. Und du hast früher öfters mal über Zeitlinien gesprochen und hier ist die Frage, auf welcher Zeitlinie befinden wir uns denn gerade? Das kann Deiner ich Meinung, nicht sagen. deinem Empfinden nach? Oder ist es etwas, was sich jede Sekunde verändert? Mal sind wir da, mal sind wir da. Oder wie kann man sich das vorstellen? Also für mich verändert sich das nicht jede Sekunde. Aber es gibt ja so wie Situationen und wenn je nachdem, wie man damit umgeht oder wie halt auch das Bewusstsein ist, dann wird ja eine andere Zeitlinie mehr manifestiert. Das ist mit Sicherheit so im persönlichen Leben, aber auch im kollektiven. Und im persönlichen Leben, da gibt es manchmal Momente, wo ich, wenn ich einen ganz blöden Tag habe, dann bin ich bestimmt nicht auf derselben Zeitlinie, wie wenn ich gerade so total in der Liebe bin, oder? Oder wie Ich siehst du weiß das? jetzt nicht, ob wirklich jedes kleine Gefühl gleich die Zeitlinie verschiebt. Würde ich jetzt, glaube ich, ja weniger sagen. Es geht ja nicht nur um die Gefühle, die mal da sind und dann wieder gehen. Es geht ja auch jeder hat ja so eine Ausrichtung auf das Leben und ob diese Ausrichtung im Hintergrund immer noch gleich ist oder ob die sich dann wirklich ändert. Ich finde, es geht mehr um das. Also das, was wir so quasi als Grundschwingung in uns schon aufgebaut haben und weniger die einzelnen Schwankungen. Ja, also ich finde die Grundenergie, die zeigt ja wie die Richtung an. Ja. Dann hatten wir noch die Frage, ob alles in unserem Leben mit dem Einverständnis unserer Seele geschieht. Also ich denke, unsere Seele kann in allem einen Sinn finden, aber das heißt nicht unbedingt, dass jede einzelne Sekunde, die wir erleben, dass wir die geplant haben vor unserer Inkarnation. Wir haben ja auch nicht jeden einzelnen Tag geplant. Es hängt ja auch von unserem Bewusstsein und von unseren Entscheidungen ab. Du hast früher gesagt, dass zum Beispiel der Todeszeitpunkt oder so, dass jemand eigentlich nicht stirbt, wenn nicht seine Seele einverstanden ist. Zitiere ich dich da richtig? Habe ich dich da richtig verstanden? Siehst du das so? Ja, im Normalfall stirbt jemand erst, wenn er seelisch dem zustimmt. Also du sagst im Normalfall, das heißt, es gibt auch andere Fälle. Kann ich mir vorstellen, also ich werde einfach nicht alles auf 100% sagen. Also gibt immer Dinge, die ich auch nicht weiß und aber auf 100% würde ich es nicht sagen. Aber diese Frage wird ja immer wieder gestellt von Menschen, die sich einfach nicht erklären können, wie Menschen in furchtbaren Umständen geboren werden und dort leben und dann gibt es so Menschen im esoterischen Feld, die sagen, ja, ist alles karmisch oder ja, die Seele hat sich das so ausgesucht. Also ich glaube, die Frage kommt auch aus der Ecke, wie ist es möglich, dass so viele Menschen
jetzt gerade zum Beispiel auch leiden. Woher kommt das? Haben die sich das selber ausgesucht oder wie geht das? Also ich habe mich das ja auch schon gefragt, warum so viele Leute schon in Situationen auf die Welt kommen, wo es ja eigentlich klar ist, dass der Rest vom Leben irgendwie genau gleich schlimm ist. Einfach weil die von der physischen Situation her dort ja gar nicht raus können. Und also da gibt es für mich halt nur die beiden Dinge, dass vielleicht gibt es Leute, die gegen ihren Willen da reingestopft werden. Und es gibt sicher Leute, die wählen sich das aus. Aber man muss sich halt vorstellen, wenn wir in der geistigen Welt sind, dann haben wir gewisse Gefühle nicht, die wir hier auf der Erde haben. Und das heißt, wir wissen emotional nicht ganz, wie das für uns hier unten ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie wollen eigentlich gar nicht hier sein, weil es hier so seltsam ist und können sich nicht vorstellen, dass sie sich ausgesucht haben, auf der Erde zu sein. Aber auf der seelischen Ebene hatten sie sich wirklich dafür entschieden. Und einfach nur hier auf der Erde denken sie dann, nein, das kann nicht sein. Einfach weil wir hier andere Gefühle haben und in der geistigen Welt, da wissen wir dann, ach so, das ist der höhere Sinn und ich verstehe alles und man hat alle Zusammenhänge und dann ist man irgendwie in diesem Wissen, ja, warum das halt so ist. Und auf der Erde vergessen wir das ja meistens. Ja, dann würde ich mal sagen, geben wir einfach Volldampf, dass wir da rauskommen aus diesem Schlamassel und dass die Erde zu einem Ort werden kann, wo wir alle sagen, oh yes, hier möchte ich sehr, sehr gerne sein. Wirklich, das macht Freude und macht Spaß. Und die fängt nun mal bei uns an, die Freude und der Spaß und die Liebe und dann macht das Leben auch so viel mehr Freude und dann ist es ja auch so, Schenken macht auch Freude und tut gut und uns einfach immer mehr auch uns selbst und aber auch dem Du zuwenden. Ja, das sind so hilfreiche Dinge und sie setzen so viel mehr Gutes ins Feld, als wir uns meistens bewusst sind.